Kapitel 16. Noch während Kaitlyn diesen Gedanken hatte, setzte sie ihn schon um. Verzweifelt hielt sie sich die Ölkreide vor Augen, ihre Lieblingsfarben. Zuerst würde ich Zitronengelb nehmen, mit einem Hauch Ocker, federleichte Striche. Dann fleischfarbene, gebogene Linien und 2 Tupfer in hellblau und verongrün, die ineinander übergehen. Gut. Was ist das? Geh einen Schritt zurück. Geh zurück und sieh es dir an. Sie gingen innerlich auf Abstand, und schon ergänzten sich Striche und Punkte auf dem Bild. Josie, ganz eindeutig Josie. Dann grau. Bogenförmige Striche in grau. Was war das? Ein Glas mit fleischfarbenen Tönen. Josie mit einem Glas in der Hand. Seid ihr bereit? Fragte Josie. Kaitlyn bewegte sich nicht, öffnete die Augen. Sie konzentrierte sich auf den nächsten Teil des Bildes. Ein dunkler, olivfarbener Ton. Reichlich gebrannte Umbra, vermischt mit Graubrot. Braun und Rot ergaben einen Mahagoniton. Marisol. Das Bild zeigte Josie und Marisol. Und Josie reichte Marisol ein Glas. Ich nehme seinen Kopf, sagte Josie. Und jetzt? Kaitlyns Schrei, sowohl mental als auch akustisch, unterbrach ihre Worte. Tut es nicht! Tut es nicht! Sie steckt mit ihm unter einer Decke, mit Mr. Zetes. In dem Bruchteil einer Sekunde, der nun folgte, fragte sie sich, ob sie womöglich Unrecht hatte. Josie hätte Marisol unwissentlich etwas geben können, doch darüber gab das Bild keine Auskunft. Es musste nicht einmal etwas vorgefallen sein. Trotzdem hatte Kaitlyn keine Zweifel daran, was sich dahinter verbarg. Bedrohung und Gefahr. Es wirkte auf sie wie das Bild von der Hexe, die Schneewittchen den vergifteten Apfel reicht. Als Kind hatte sie dieses Bild ein ums andere Mal in Angst und Schrecken versetzt. Als Kaitlyn die Augen öffnete, sah sie, dass sie recht hatte. Josie hatte Gabriels Kopf gegen den Kristall gestoßen und hielt ihn fest. Im Gesicht einen Ausdruck, den Kaitlyn noch nie gesehen hatte. Unbändige, bestialische Wut. Sie hat es die ganze Zeit gewusst. Sie war von Anfang an eingeweiht. Schrie Kaitlyn angewidert. Sie spürte das Entsetzen und den Schmerz der anderen, insbesondere bei Rob. Doch ihr Schrei hatte sie alle rechtzeitig erreicht. Keiner von ihnen hatte den Kristall berührt. Bis auf Gabriel. Gabriel, der nun von weiß glühenden Schmerzesblitzen aus seiner Bewusstlosigkeit geholt wurde. Kaitlyn und Rob setzten sich gleichzeitig in Bewegung, um Josie von Gabriel wegzuzehren. Doch genau in diesem Augenblick öffnete sich die Tür und das Chaos brach über sie herein. Es waren Mr. Zetes und die Rottweiler. Etwas traf Kaitlyn mit voller Wucht. Die Wucht eines LKWs. Und sie ging zu Boden. Ein Hund zerrte an ihr. Mr. Zetes hatte die Pistole in der Hand. Josie, die immer noch Gabriel gegen den Kristall presste, rief: Ich kappe die Verbindung! Ich kappe sie! Rob kämpfte gegen den anderen Hund. Anna versuchte die Tiere von ihm wegzurufen, doch ihre Kommandos gingen im Lärm unter. Es gibt eine einfachere Methode. Einer von ihnen muss sterben, rief Mr. Zetes. Er zielte mit der Pistole auf Louis. Das ist dann das Ende, dachte ein Teil von Kaitlyn, seltsam distanziert. Keiner von ihnen konnte Louis helfen. Keiner konnte Mr. Zetes daran hindern, zu schießen. Sie spürte förmlich, wie sich die Finger des alten Mannes auf den Abzug legten. Gleichzeitig sah sie den Raum wie ein großes Bild,
dessen Details sich ihr unauslöschlich einprägten, ähnlich dem Augenblick, in dem das Blitzlicht einer Kamera aufleuchtet. Rob und Anna rangen mit den Rottweilern. Louis stand da, ein schon fast komisch anmunterndes Entsetzen im Gesicht. Josie beugte sich über Gabriel, dessen Wangen blutüberströmt waren, und der gerade in diesem Moment die Augen öffnete. Als sie merkte, dass Gabriel erwachte, fühlte Kaitlyn seinen Schmerz, aber auch seine Wut. Jemand tat ihm weh. Jemand bedrohte ein Mitglied seines Netzes. Gabriel schlug wie wild um sich. Mr. Zetes hatte behauptet, dass ein Telepath, der sich in einer stabilen Verbindung befindet, über diese Verbindung nichts hinausreicht. Doch Gabriel war an einer unermesslichen Kraftquelle angeschlossen. Sein Geist strahlt wie eine Supernova in 4 Richtungen. Mit absoluter Präzision und tödlicher Macht stellte er Feuerstrahlen auf Mr. Zetes, Josie und die beiden Hunde. Kaitlyn hörte innerlich das Echo dessen, was Gabriel entfesselt hatte. Es warf sie um. Mr. Zetes ging zu Boden, ohne einen Schuss abgegeben zu haben. Hinter Gabriel schlug Josie gegen die Wand. Der Hund, der noch an Caitlyns Arm gezerrt hatte, wand sich zitternd am Boden, als hätte er einen Elektroschock erhalten, und blieb dann reglos liegen. Gabriel sackte in sich zusammen. Im Raum war es nun still. »Lasst uns schnell abhauen«, keuchte Rob. Kaitlyn wusste später nicht, wie sie aus dem Haus gekommen waren. Rob führte und trieb die anderen an und schleppte Gabriel mit, während sich Kaitlyn, Anna und Louis gegenseitig stützten. Nach scheinbar endlosen Stolpern hatten sie endlich Gras unter den Füßen. Gras, das kühl war vom Tau. Es fühlte sich so herrlich an. Kaitlyn war so dankbar wie jemand, der gerade aus einem brennenden Haus entkommen war. »Sind sie tot?« flüsterte Louis schließlich. Die Hunde, glaube ich schon«, sagte Anna. Kaitlyn stimmte ihr zu. Sie hatte gesehen, dass aus Augen, Nase und Ohren des Hundes, der sie angegriffen hatte, Blut geflossen war. »Bei Mr. Zetes und Josie bin ich mir nicht sicher«, fuhr Anna fort. »Ich könnte mir vorstellen, dass sie noch am Leben sind.« Also wollte Josie Gabriel gar nicht retten, sagte Louis. »Nein, sie wird um jeden Preis das Netz zerstören«, sagte Kait heiser. »Und wenn sie uns hätten töten müssen, Gabriel hätte ihnen nichts genützt, solange er mit uns verbunden war. Fragt mich nicht, warum, das erkläre ich euch später.« Josie war auf der Seite des Bösen, sagte Louis traurig. Die schiere Unschuld dieser Aussage beeindruckte Kait. Josie war die ganze Zeit gegen sie gewesen, bereit, sie zu missbrauchen. Marisol hatte Unrecht gehabt. Josie war offensichtlich in alles eingeweiht gewesen. Sie hatte vom Kristall gewusst und nicht gezögert, Gebrauch davon zu machen. Bestimmt hatte sie auch von dem verborgenen Zimmer gewusst. »Gott«, flüsterte Kaitlyn, »wie konnten wir nur so dumm sein? Das war wahrscheinlich ihr Büro. Das waren doch alles nur Kopien. Weißt du noch, Rob? Duplikate. Mr. Zetes hatte seine Sachen hier und sie hatte ihre im Institut.« Kaitlyn, flüsterte Rob, und in seiner Stimme schwang sowohl Schmerz als auch Zärtlichkeit mit. Er musste Gabriel halten und konnte sie daher nicht berühren. Nicht weinen. Das ist es nicht wert. Kaitlyn sah ihn überrascht an und merkte erst jetzt, dass ihr die Tränen übers Gesicht strömten. Sie legte eine Hand auf die Wange und spürte die Feuchtigkeit. Und dann schluchzte sie, weinte hemmungslos, wie sie es seit dem 8. Lebensjahr nicht mehr getan hatte. Anna hielt sie fest. »Lass sie in Ruhe«, bat sie Rob. »Sie verdient es, zu weinen. Wir verdienen es alle.« Als das Schluchzen, das Kaitlyn schüttelte, langsam nachließ, begann sie sich besser zu fühlen.
Gabriel kam langsam zu sich. Diesmal, erklärte ihm Rob, hast du keine Wahl. Du bist halb tot. Wir können hier nicht bleiben. Du musst Hilfe annehmen. Und im Stillen fügte er hinzu. Du hast mir vor nicht allzu langer Zeit das Leben gerettet. Ich kann mich jetzt revanchieren. Gabriel blinzelte. Er sah schrecklich aus. Das Blut und der Schmerz hatten sein schönes Gesicht entstellt. Doch es gelang ihm immerhin, einen kleinen Teil seiner alten Arroganz zusammenzukratzen. Ich kann dich wohl nicht davon abhalten, flüsterte er. Kaitlyn wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und lächelte. Das ist keine gute Idee, so zu reden, wenn die Schutzwälle nicht mehr da sind, sagte sie zu ihm. Dann fügte sie hinzu, gefällt mir besser so. Mauern sind keine gute Sache. Gabriel ignorierte sie. Mehr Widerstand konnte im Moment nicht mobilisieren. Rob berührte Gabriel mit sanften Fingern und die anderen spürten, wie die Kraft strömte. Durch Robs Heilpunkte, durch das telepathische Netz. Kait legte ihre Hand auf Robs und fügte ihre Kraft hinzu, die Rob an Gabriel weiterleitete. Louis und Anna berührten ebenfalls Robs Hand und steuerten ihre Energie bei. Alle vier, eng miteinander verbunden, spendeten Gabriel Lebenskraft und Energie. Kaitlyn spürte, dass seine Angst rasch in Erstaunen umschwung. Noch nie hatte er erlebt, dass ihm jemand freiwillig Kraft spendete. Das wurde Kaitlyn jetzt klar. Sie wusste, was er fühlte und fühlte mit ihm. Die glitzernden Lichter, das reine Wasser, das erfrischende Gefühl, wenn man aus dem Halbschlaf erwacht und sich im richtigen Leben wiederfindet. Auch Anna und Louis' Überraschung und Freude waren zu spüren. Und ich habe noch nie an Kundalini-Erwachen geglaubt, sagte Louis. Junge, damit lag ich ja sowas von daneben. Womit? Fragte Anna und musste innerlich lachen. Kundalini, die alte indische Heilkraft. Die steht mit dem Qi in Verbindung, wisst ihr? Erinnert mich daran, dass ich es euch später genauer erzähle. Anna, noch immer lachend, sagte, mache ich. Als sie alle wieder so weit waren, dass sie wieder Bäume ausreißen können, hob Rob die Hände. Das reicht, sagte er und fügte dann hinzu, wir dürfen nicht hierbleiben. Ich glaube, Anna hat recht. Josie und Mr. Zetes sind am Leben. Wir müssen weg von hier. Aber wohin? Fragte Kaitlyn. Sie war wieder fest auf den Beinen. Auch Gabriel war aufgestanden. Erstmal raus aus San Francisco, sagte er und wischte sich mit dem taunassen T-Shirt das Gesicht ab. Nur allein durch das Aufstehen hatte er sich mental wieder ein wenig von den anderen entfernt. Das war nicht anders zu erwarten, sagte sich Kaitlyn. Sei nicht enttäuscht. Er braucht seinen Freiraum. Natürlich, weg von San Francisco, erwiderte sie. Aber wohin? Nach Hause? Schon als sie es aussprach, wusste sie, dass das unmöglich war. Wenn Mr. Zetes und Josie überlebt hatten, würden sie verfolgen. Kaitlyn und die anderen stellten jetzt genauso eine Gefahr dar wie Marisol. Sie würden versuchen, sie zum Schweigen zu bringen. Und so sehr Kaitlyn ihren Vater auch bewunderte, so kannte sie ihn doch gut genug. Er war liebevoll, unpraktisch und unentschlossen. Am glücklichsten war er in seiner eigenen kleinen Welt, wo er singen und kleine Gelegenheitsjobs erledigen konnte. Welchen Schutz konnte er ihr schon bieten? Er wäre nicht einmal in der Lage, ihre Geschichte nachzuvollziehen, geschweige denn, ihnen zu helfen. Wahrscheinlich brachte sie ihn sogar damit in Gefahr, wenn sie nach Hause zurückkehrte. Es wäre für Josie und Mr. Zetes ein Kinderspiel, sie dort ausfindig zu machen. Und wenn sie erst hatten, war sie schon so gut wie tot. Und mit ihr alle, denen sie ihre Geschichte anvertraut hatte.
Kaitlyn hatte nicht den geringsten Zweifel, dass Mr. Zetes Mittel und Wege finden würde, Menschen umbringen zu lassen. Er hatte die Kontakte, er hatte die Kunden. Er würde eine Möglichkeit finden. Als sie die anderen ansah, merkten sie, dass sie zu derselben Schlussfolgerung gelangt waren. Sie spürte ihr Entsetzen. Aber wo gehen wir denn dann hin? Fragte Louis krächzend. Wir müssen ihnen das Handwerk legen. Nicht nur Mr. Zetes und Josie, sondern allen, die ihre Finger mit im Spiel hatten. Es muss auch andere geben, wie diese Richterin. Wir müssen den ganzen Spuk ein Ende bereiten. Kaitlyn blieb die Luft weg. Sie sah Rob entgeistert an. Sie war gedanklich gerade mal so weit, dass sie sich und ihre Freunde in Sicherheit bringen wollte. Und das war schon schwierig genug. Wenn wir sie nicht aufhalten, sagte Rob, dann werden sie es wieder tun. Mit einer anderen Gruppe Jugendlicher. Rob zählte auf sie. Er vertraute ihr. Und natürlich hatte er recht. Das stimmt, sagte Kaitlyn leise. Das dürfen wir nicht zulassen. Der Meinung bin ich aber auch, sagte Anna. Es folgte eine kurze Pause, ehe Louis sagte, ich bin dabei. Sie alle sahen Gabriel an. Ich habe ja gar kein Zuhause, sagte er spöttisch. Mir bleibt eh nur wieder die Gefängniszelle. Dann komm doch mit, sagte Rob. Ihr wisst ja nicht einmal, wo ihr hin wollt. Ich vielleicht schon, sagte Kaitlyn. Und die anderen sahen sie überrascht an. Es ist nur so eine Idee, sagte sie. Und ich weiß nicht einmal genau, warum sie mir in den Kopf gekommen ist. Aber ihr wisst doch noch, der Traum, in dem wir alle zusammen auf dieser Halbinsel am Meer waren? Die anderen nickten. Also, es könnte doch sein, dass es den Ort in dem Traum wirklich gibt. Wenn ich darüber nachdenke, dann habe ich deutlich das Gefühl, dass es so ist. Und ihr? Die anderen sahen sie zweifelnd an, bis auf Anna, die ein nachdenkliches Gesicht machte. Wisst ihr, sagte sie, ich hatte dasselbe Gefühl, als ich dort war. Im Traum meine ich. Der Sand fühlte sich echt an. Ich erinnere mich an die Strände im Norden, dort, wo ich herkomme. Er kam mir fast vertraut vor. Und das Weiße Haus? Warte, sagte Kaitlyn. Das Haus. Das Weiße Haus. Ihr schwirrte der Kopf. Sie hatte das Haus schon einmal gesehen. Es war eins der Bilder am Nachmittag. War es wirklich erst am Nachmittag gewesen, als Josie sie mit dem Kristallstückchen auf der Stirn getestet hatte? Sie hatte das Bild nicht gezeichnet, denn es war blitzartig wieder weg gewesen. Doch jetzt war sie sich plötzlich ziemlich sicher, dass sie es sich wieder ins Gedächtnis rufen konnte. Denk nicht dran, zeichne. Zeichne in deinem Inneren. Lass deinem Geist freien Lauf. Ob es nur der jüngste Kontakt mit dem Kristall war oder schlichte Verzweiflung. Jedenfalls begann sie innerlich zu zeichnen, mit leichten, fließenden Bewegungen, kräftigen, sauberen Strichen. Sie musste nicht einmal nachdenken, welche Farben sie verwendete. Sie tauchten einfach vor ihrem inneren Auge auf, fügten sich zu einem Bild zusammen, das innerhalb weniger Herzschläge fertig war. Ein weißes Haus, ja, mit roten Rosen über der Haustür. Ein einsames Haus, schaurig schön. Und hinter dem Fenster ein Gesicht, ein dunkles Gesicht mit leicht schrägen Augen und sanft gewellten, braunem Haar. Der Mann, der auf sie losgegangen war. Aber hatte er das wirklich getan? Er hatte sie gepackt und versucht, mit ihr zu reden, als sie am Flughafen auf Josie wartete. Auch hinter dem Institut hatte er sie nur festgehalten. Und sie hatte ihn geschlagen. Da hatte er gesagt, sie sei leichtsinnig und denke nicht nach. Jetzt dachte sie nach. Wer es auch war, er war in ihrem Traum in dem Haus gewesen. Und er hatte ihr ein Bild von einem Rosengarten gezeigt, mit einem Kristall als Brunnenfigur. Damals hatte sie den Kristall nicht erkannt.
Doch jetzt, nachdem sie das große Gebilde, das monströse Ding gesehen hatte, das Mr. Zetes besaß, fiel es ihr wieder ein. Der Kristall im Rosengarten hatte nicht bösartig ausgesehen. Er war sauber und klar gewesen, ohne die monströsen Auswüchse. Er hatte rein gewirkt. Aber wo führt das alles hin? Kaitlyn wusste es nicht. Dennoch holte sie noch einmal Tiefluft und versuchte es, den anderen zu erklären. Als sie fertig war, herrschte Schweigen. Wir folgen jetzt also unseren Träumen, sagte Gabriel, schließlich mit aufgesetzter Rührseligkeit, und kräuselte spöttisch die Lippen. Die Worte gefielen Kaitlyn. Ja, sagte sie und lächelte. Mal sehen, wo sie uns hinführen. Wo das auch sein mag, wir gehen gemeinsam, sagte Rob. Kaitlyn sah ihn an. Sie fror, war erschöpft und wusste, dass viele Gefahren vor ihnen lagen. Sie hatte ja nicht einmal eine klare Vorstellung davon, wo sie hinwollten, geschweige denn, wie sie dahin kamen. Aber das spielte keine Rolle. Sie waren am Leben und sie waren zusammen. Und als sie in Robs goldene Augen blickte, wusste sie, dass alles gut werden würde.